Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney, The Adventure Chronicles, muss man sagen. Wir sind hier stehen geblieben und wollen quasi unsere Theorie erklären. Mal schauen, was dabei herauskommt. Ich habe offiziell keine Ahnung. Finden wir es heraus. The other objects that found its way from the Garrett household to the sense of the crime was. Ja, ich habe keine Ahnung. Was? Large? Oh. Lodget. Also, oh, wenn ich das jetzt halt wieder wüsste, fairerweise, muss man sagen. Ich weiß auch nicht inwiefern, warum muss gerade direkt das Messer. Warum gerade das Messer so springhaft ins. Also entgegengesprungen ist quasi gefühlt. Also. Habe ich jetzt aber auch nicht wirklich dran entsinnen. Inwiefern das Messer dann da was zu tun hat. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch vielleicht ist es uns deshalb entgegengesprungen. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, muss man fairerweise sagen. Aber vielleicht ist genau das der Punkt. The Jackknife. Wisst ihr was? Präsentieren wir es. Ich hab keinerlei Ahnung. Ich vermute jetzt einfach mal wirklich ins Blaue hinein. You're number 5. Wieso 5 wenn davor steht? Hallo, was soll denn der Bullshit? Mr. Gary Depp, what now? I must apologize in advance for this. But I need you to confirm that something else was occurred. This knife, this Messer, have you ever seen this knife before? Good Lord. Consul, what on earth? Also was zur Erde tun Sie hier? That's a weapon that was lodged into the victim's back, man. My lord, remember that when the victim was attacked, Mr. and Mrs. Garrett were in the throes of an argument. Miss Garrett was hurling anything she could at her husband, who'd been backed up against the window. A window that had been opened to clear the smoke, and through which a book sailed to land at the crime scene. You can seriously believe that the book was found in the victim's garage, as in the victim's hand. Are you saying that it leave out of the window and cross the street to land near the hand? Even my misuse hasn't got in an aim like that. Yes, I admit there's mean details we don't yet understand, but this point that's precisely why most not allow that wir können das ja nicht so beenden, not right now, nicht so wirklich, oh my. Aha. Mr. Gary, your answer please. Have you seen this knife before or not? Habt ihr das Messer vorher gesehen oder nicht? Aua, was ist denn jetzt mit dir los? Na, deswegen brauchst du jetzt nicht vom Stuhl fallen. My lord, I wish to change my decision. Also ich möchte meine Wahl ändern. I'm a woman of my word, after all. Thank you, madam. Yes, I agree. I currently didn't see this coming, but okay. I just don't think it would be right for this trial to came to an end now with so many
unanswered questions, so viele unbeantwortete Fragen. Mr. Foreman. Oh, selbst den. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der das gerade macht. Das andere vielleicht ja, aber er. I have to agree. Not that I think the granny didn't mind. Yes, I know you, but I'm not quite sure about this at moment either. All together now, ladies and gents. Wie der Alte nicht. Was ist mit dem älteren Mann dort? Wie did it? Oh, congratulations, Naruto. Oh, ah, jetzt mal wieder geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ja, guter Recht, ey. So, as a result of the defense humiliation examination, a number of jurors leaving have changed. 2 jurors are called guilty against for now calling innocent. According to the opinion of this court is divided, and this trial will continue. Also das muss ja für damalige Verhältnisse wirklich eine riesen Show gewesen sein, muss man fairerweise sagen. Now then, Lot von 6, how does the prosecution wish to proceed? This trial is rapidly descending into a farce. Also dieser Prozess beginnt eine Farce zu werden. Like a court wine, the first few sips are bitter enough. Yes, natürlich sind wirklich. Okay. But what follows is so repugnant. Okay. Und abstoßen. Okay. Läuft mal wieder. It's good for nothing, says the gutter. If I may, Lord von 6. The defense has just put forward a credible alternative explanation for what happened. Credible argument. This is that your considered opinion, Mr. Foreman. The defense argument is a joke to which a barley know how to respond, but let me start by inciting. Then you must all familiarize yourself better with the relative positions of those plays being disputed. What do you mean by that? What is his angel is cyber? Welche Engelzeit ist das? Was meint er überhaupt? It should already be more than appeared that between the crime sense and the Garrett households runs a rather wide road, which means that the distance from Gary Depp's house to the sense is some yes 15 yards. Ich kann mir diesen Yards Yardmeter. Also ein Yard entspricht 0,91. Ja. Also rund gerechnet sind das halt grob gesagt 14 Meter. Okay. Let me see 15 yards. That's a road. Okay, da steht's auch. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen, anstatt das in der Berechnungstabelle hier einzugeben. Ich kann das, Leute, ich kann das. Aber um genau zu sein, sind es 13,716 Meter. Also
Falls das einer nachrechnen will oder sich damit besser auskennt wie ich, muss man fairerweise sagen, muss ich fairerweise sagen. Dementsprechend, yay. 14 meters. Oh, that's a little farther than I think. Das ist mehr als ich dachte. And as you ladies and gentlemen of the jury rightly noted as having particular significance, the fourth book was found in the victim's clothes, also auf seiner Hand. In anderen Wörtern, this smuggling book wantonly hurled by the lady of the house traveled some 15 yards to land on the opposite side of the road, neatly between the collapsed victim's fingers and thumb. Oh Mann, oh Mann. Is that your final conclusions, my learned and my deluded friend? Ein lernender, bestimmender Freund. And did the jackknife follow a near indicted trajectory or to plug into the middle of the victims? This fantasy is somewhat stretching the notion of having a bad day for the victims, I think. So wie es wirklich ausgesehen hat. Hey, man hat es ja mitbekommen, dass das wirklich richtig war, also dementsprechend, yay. Ich frage mich, warum ja schon wieder so eine lange Diskussionsreihe da beginnt, aber okay. Even the show's pathetic theory related detective stories have more belief plots. Oh Gott, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeugen jetzt gleich wieder aussagen werden. Sonst ergebe das jetzt überhaupt gar keinen Sinn, echt. There's nothing I can say to that. The prosecutor loves the sound of this over noise. Susato, er liebt seine eigene Stimme zu hören. Serialized. Ich kann so manches Wort nicht hier aussprechen. Detective stories are pathetic. I'll say, how dare you? Maybe let pick up your battles here. My lord, may I be allowed to speak? Dürfte ich sprechen? As judicial assistant, you may speak for the defense. Yes, go ahead. Als juristische Assistentin dürft ihr sprechen. The prosecution may consider the idea a fantasy. Also meint, dass es eine Fantasie ist. But what the defense has postulated was believable enough to persuade a jury to change its leaning. Ich will immer irgendwie Learning dazu sagen, aber das scheint mir dann auch wieder nicht so wirklich richtig zu sein, fairerweise. And as such, the court has a duty to explore this alternative explanation to as thoroughly as possible. Who said zum Ende? Juror number 4, Miss Sean Garrett, must be called to testify and submit to cross-examination. Saints or leave? A cross-examination of ein Kreuzfeuer von einem Juror. Ja, aber irgendwie muss sie sich schon wirklich erklären. Das muss man wirklich mal sagen.
Order, Ruhe. Well, this is highly irregular. Also das ist unmöglich, wirklich sehr umstritten, werde ich besser so sagen. It is unprecedented for a member of the jury to be summoned to the witness stand. Kann der vielleicht auch mal aufhören, Sachen durch die Gegend zu schmeißen? Ich bin ja immer von daher irritiert, dass er sein Kelch da immer durch die Gegend schmeißt. Das wird. Aber jetzt auch noch die Flaschen. Was soll denn das jetzt? Also. Lot von Six. Ja, ich bin auch förmlich erstaunt darüber, muss man fairerweise sagen. There are already witnesses in the stand whose testimony the defense my further cross-examination. If my learned friend's Theorie has any truth in it, then both a burning book and a jackknife must have flowing through the sky before this couple's eyes. Warum? Das ist gerade so das Einzige, was ich da zu dieser Szene gerade zu sagen habe, gefühlt. And we must assume they would be able to testify accordingly. What say you witnesses? Was sagt ihr Zeugen? Yes, sir. Constable Roy Beate reporting for duty, sir. Hat er überhaupt irgendwas mitbekommen die ganze Zeit über? Ich frag bloß, weil mich irritiert ist sein geistiger Zustand und sein körperlicher, muss man fairerweise mal so sagen. Well, also, good morning, officer. Sorry for dozing until now. Ich entschuldige mich für mein Dösen. I have slept for. Ich habe nicht geschlafen für einen Monat. On according of our villain who's appeared on my beat, so. Hat er jetzt erst ausgeschlafen, der Gute? Oh, there are Herrick those London hobby boobies. Beatrice, my darling, I have been neglected. Zur Hölle. Vernachlässigen? Ich habe dich quasi vernachlässigt. But no man, aber jetzt nicht mehr. Oh, Rolly, my hero, you make me swoon. Very well, I hurriedly reacted to the defense request. And order the witnesses in the stand to testify again. State forthwith before the according any details pertaining to the defense alternative explanation of events. Yes. Okay, das kann ja noch heiter werden gefühlt. This case has nothing to do with Mr. and Mrs. Gary Debt. Believe me, a London Bobby is good for this word. You see, sir, the window on the top floor of the Gary Debt house are top high-end casement as one. Obviously, if anything had been thrown out of the window, we would have been seen. I did believe the sense to go fetch and help my trusty Rolly was there to make sure nothing was disappeared. I didn't make my eve of the crime sense for a moment, sir. Nothing strange to report on the front, sir. Was ist mit dem Saarvernaht? Das irritiert mich aber okay. Das muss man mal fairerweise so sagen. Manchmal hat man eben so, quasi so irgendwas drinnen.
Well, this is quite startling. Top hanging casement windows, also dementsprechend oben angeschlagene Flügelfenster. The detail was not in the police report, Constable. Ah, yes, I'm sorry about that. I must have been a little drowsy. Little. Was war das wohl so? Etwas schläfrig, okay? Ich hätte jetzt irgendwie sowas wie. Ist ja vergesslich sowas. You cannot excuse your sins with drowning sins every time, Constable. Also ihr könnt nicht ständig dafür entschuldigen, dass ihr eure Sinne quasi immer so schläfrig seid. No, sir. Nein. Sorry, but what exactly is a top-hanging casement window? Ja, ihr kennt das halt nicht wirklich, muss man fairerweise sagen. You can't excuse your ignorance with such trite remarks, my learned friend. Ja, tut mir leid, dass der das noch nie vorher in seinem Leben gesehen hat. Of course, sorry. I've found it, Mr. Naruhodo. Cast your mind back to the window in Mr. and Mrs. Gary Depp's room. Alright, I'll try. Ich versuche mich zu erinnern. So what open? So the windows open in order. Air to circulate inside the house. But as it's a top-hanging casement window, it swings open along the upper edge, you see. I'm glad you recited your ignorance. A casement windows are most prominent feature. Tut mir ja leid, dass das in Japan nicht so der Fall ist wie in Großbritannien zu der Zeit. Tut mir ja schon leid, mein Lieber. It's stay a metal bar which prevents the window from being opened beyond a certain amount. It prevents it opening? This is all news to me. Das ist alles Neuigkeiten für mich. Absolutely correct, sir. In anderen Wörtern, if a book your knife were to have been thrown through the open window, it would have clattered against the pane and fallen straight down to the pavement below. No. You see the problem then. Good, your education in the windows is completed. Also eure Irritation quasi. There was never any possibility of the book or the knife traveling 15 yards over the road. That is, unless the window pane had been shattered, something we have discovered already. Hey, did you see Rolly? The young Japanese man is just caught in agony. Also ja schon wieder Agony heißen. Qual? Ah, kolportiert in seinen Qualen. Oh yes, my darling. I saw it. I saw how become bled before. Oh, Rolly, you are so strong. How is this happening? Wie konnte das passieren? I haven't even started the cross-examination yet, and already my argument's been destroyed. Consul, if you could direct yourself upright again, the court awaits your cross-examination. My lord, oh god, another desperate situation. Ja, eine total verunsicherte Situation. 2, 4, 5 Sachen haben wir hier zu
arbeiten, meine Lieben. Aber ich würde mal sagen, wir fangen damit erst im nächsten Part damit an. Ist sinnbildlich besser und ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, meine Lieben.